Die Deutschprüfung. Heute ist meine mündliche Deutschprüfung. Heute ist meine mündliche Deutschprüfung. Ich sollte mir etwas Schickes anziehen, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ich sollte mir etwas Schickes anziehen, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Super, jetzt bin ich passend angezogen. Super, jetzt bin ich passend angezogen. Ich werde mit dem Auto fahren. Ich werde mit dem Auto fahren. Puh, ich bin etwas aufgeregt, aber ich bin sehr gut vorbereitet. Mein Deutschkurs bei Like Germans war toll. Puh, ich bin etwas aufgeregt, aber ich bin sehr gut vorbereitet. Mein Deutschkurs bei Like Germans war toll. Die Prüfung wird nicht einfach, aber ich werde mein Bestes geben. Die Prüfung wird nicht einfach, aber ich werde mein Bestes geben. So, ich bin da. Hier ist meine Prüfung. So, ich bin da. Hier ist meine Prüfung. Guten Tag, ich bin für meine Deutschprüfung hier. Guten Tag, ich bin für meine Deutschprüfung hier. Ah, Sie müssen Herr Costa sein. Ah, Sie müssen Herr Costa sein. Genau, das bin ich. Genau, das bin ich. Sie können in Raum 3 gehen. Die Prüferin wartet schon auf Sie. Viel Erfolg! Sie können in Raum 3 gehen. Die Prüferin wartet schon auf Sie. Viel Erfolg! Vielen Dank! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Hallo Herr Costa, willkommen zu Ihrer mündlichen Deutschprüfung für das Niveau A1. Hallo Herr Costa, willkommen zu Ihrer mündlichen Deutschprüfung für das Niveau A1. Mein Name ist Frau Schumann. Ich bin heute Ihre Prüferin. Mein Name ist Frau Schumann. Ich bin heute Ihre Prüferin. Hallo Frau Schumann. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo Frau Schumann. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr gut. Ihre Prüfung besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil ist, dass Sie sich vorstellen. Sehr gut. Ihre Prüfung besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil ist, dass Sie sich vorstellen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Name ist Kerstin Schumann. Ich bin 28 und komme aus Deutschland. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Meine Hobbys sind Reiten und Joggen. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Meine Hobbys sind Reiten und Joggen. Jetzt sind Sie dran. Anschließend werde ich Sie noch bitten, eine Zahl zu sagen. Jetzt sind Sie dran. Anschließend werde ich Sie noch bitten, eine Zahl zu sagen. Sehr gerne. Mein Name ist James
Costa. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Amerika. Ich spreche Englisch, Italienisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Bücher lesen und schwimmen. Sehr gerne. Mein Name ist James Costa. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Amerika. Ich spreche Englisch, Italienisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Bücher lesen und schwimmen. Sehr gut. Können Sie mir bitte Ihren kompletten Namen buchstabieren? Sehr gut. Können Sie mir bitte Ihren kompletten Namen buchstabieren? J, A, M, E, S, C, O, S, T, A. Perfekt. Und wie lautet Ihre Telefonnummer? Perfekt. Und wie lautet Ihre Telefonnummer? 0, 1, 7, 6, 7, 0, 9, 5, 2, 8, 2, 8. Was machen Sie beruflich, Herr Costa? Was machen Sie beruflich, Herr Costa? Ich arbeite als Architekt. Ich arbeite als Architekt. Sehr schön. Kommen wir zum zweiten Teil. Hier sollen Sie eine Frage stellen und Antworten formulieren. Sehr schön. Kommen wir zum zweiten Teil. Hier sollen Sie Fragen stellen und Antworten formulieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Supermarkt und möchten wissen, wie Sie zur Kasse kommen. Wie können Sie danach fragen? Stellen Sie sich vor, Sie sind im Supermarkt und möchten wissen, wie Sie zur Kasse kommen. Wie können Sie danach fragen? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die Kasse ist? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die Kasse ist? Okay. Und wie könnte die Antwort lauten? Okay. Und wie könnte die Antwort lauten? Die Kasse ist im zweiten Gang links. Die Kasse ist im zweiten Gang links. Wunderbar. Was haben Sie heute gefrühstückt, Herr Costa? Wunderbar. Was haben Sie heute gefrühstückt, Herr Costa? Zum Frühstück habe ich 2 Brötchen mit Käse und einen Apfel gegessen. Zum Frühstück habe ich 2 Brötchen mit Käse und einen Apfel gegessen. Verstehe. Und wie sind Sie hierher gekommen? Verstehe. Und wie sind Sie hierher gekommen? Ich bin mit dem Auto gefahren. Ich bin mit dem Auto gefahren. Sehr gut. Im letzten Teil sollen Sie eine Bitte formulieren. Sehr gut. Im letzten Teil sollen Sie eine Bitte formulieren. Ich mache ein Beispiel. Der Gegenstand ist eine Tasche. Hier ist die Bitte. James, können Sie mir bitte eine Tasche leihen? James, können Sie mir bitte eine Tasche leihen? So, hier ist Ihr Gegenstand. So, hier ist Ihr Gegenstand. Ah, das ist ein Stift. Genau. Formulieren Sie eine Bitte. Genau. Formulieren Sie eine Bitte. Können Sie mir bitte einen Stift leihen, Frau Schumann? Können Sie mir bitte einen Stift leihen,
Frau Schumann? Wunderbar. Das war alles, Herr Costa. Vielen Dank. Wunderbar. Das war alles, Herr Costa. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Schumann. Habe ich die Prüfung bestanden? Habe ich die Prüfung bestanden? Wir melden uns in ein paar Tagen mit dem Ergebnis bei Ihnen. Wir melden uns in ein paar Tagen mit dem Ergebnis bei Ihnen. Alles klar. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ein paar Tage später. Hallo, Frau Schumann. Herzlichen Glückwunsch, Herr Costa. Sie haben die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Costa. Sie haben die Prüfung bestanden. Super, vielen Dank. Wow, ich habe es geschafft. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!